Eine starke Nadel, ein fester Faden. Was hier entsteht, schafft seit vielen Generationen Raum für Bildung. Um einen echten Lederranzen zu machen, braucht man gute Maschinen, etwas Erfahrung und, natürlich, Leder. Lena Schmelzer hat jede Menge davon. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Aber nicht nur in der Farbe unterscheiden sich die einzelnen Stücke. Leder ist nicht gleich Leder. Es gibt gutes Leder, es gibt schlechtes Leder. Es gibt Leder, das mir einfach haptisch gefällt. Es gibt Leder, das gut ist, das mir haptisch nicht gefällt. Es gibt da einfach ganz viele Unterschiede. Es ist mir sehr vertraut und ich kann mich auch nicht an eine Zeit ohne Leder in meinem Leben erinnern. Also ich mag traditionell gegerbtes Leder, ich mag Rindsleder gerne. Mir ist wichtig, dass es angenehm riecht, dass es nicht stinkt. Mir ist natürlich auch wichtig unter Umweltaspekten, dass es frei von chemischen Gerbstoffen gegerbt ist. Und welches Leder braucht man jetzt speziell für einen Schulranzen? Ja, es soll möglichst stabil sein, es soll die Form gut halten, dass es kompakt bleibt. Dieses Leder hier beispielsweise ist zu weich. Es muss kastig sein, soll gleichzeitig aber nicht zu schwer sein. Es soll belastbar sein und all diese Voraussetzungen bietet dieses Blankleder. Stabiles Blankleder also. Bestellt ist ein Ranzen in Türkis. Bis aus diesem Stück Leder ein Schulranzen wird, ist es noch ein weiter Weg. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der Zuschnitt des Leders ist eigentlich noch recht einfach, zumindest wenn man ein gutes Auge, eine vorgefertigte Form und eine kräftige Stanzmaschine hat. Dann ist das im Prinzip wie Plätzchen ausstechen, wird die Ranzenform, die Grundform ausgestochen, ausgeschnitten. Für jedes Bauteil des Ranzens gibt es eine eigene Stanzform. Also wenn wir eine Tasche einmal machen oder selten machen, sind das unsere Formen. Dann legen wir das auf und schneiden drumherum. Wenn aber eine Tasche, wenn wir die öfter machen und wir gehen damit in Serie sozusagen, dann lassen wir Formen machen. Dann können wir sie halt einfach stanzen und haben uns das Leben erleichtert. So in etwa soll der Ranzen am Ende aussehen. Das ist der Querranzen, weil wir auch einen Ranzen im Hochformat machen, ist das der querformatige Ranzen. Also das ist beispielsweise das Seitenteil von dem querformatigen Ranzen. Dann ist das beispielsweise die Vortasche, die dann noch zwei Seitenteile hat, links und rechts, um dem Tiefe zu geben. Aus wie vielen Teilen besteht so ein Querranzen eigentlich? Habe ich noch nie gezählt. Könnte ich mal zählen, aber habe ich noch nie gezählt. Aber es sind so einige und es sind halt ganz oft einfach nur so kleine Verstärkungsteile, die ins Innere des Ranzens kommen, die später keine Bedeutung mehr haben, außer dass sie halt stützende Funktion haben. So, ich habe hier mal einen fertigen Ranzen geholt und zähle jetzt mal die Teile. Aus wie vielen Teilen besteht eigentlich so ein Ranzen? Da ist einmal die Innentasche, dann nähen wir unser Logo drauf und noch ein Extrafach, sind schon 3 Teile. Dann haben wir hier eine Verstärkung, das ist das 4. Teil. Dann haben wir hier noch mal 2 Verstärkungen, dann sind wir bei 6 Teilen. Dann haben wir die Vortasche, die besteht aus 3 Teilen, dann sind wir schon bei 9. Dann besteht der Griff aus 5 Teilen, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wir sind bei 14 Teilen. Dann haben wir für die Riemen 1, 2, 3 Aufhängungen. Dann sind wir bei 17 und 4 Teile vom Riemen. 1, 2, 1, 2. Dann sind wir bei 21. Dann gibt es natürlich jede Menge Nieten, Metallteile, Verschlüsse,
Schnallen, Haken, Ösen. Also kommt man, je nachdem aus wie vielen Teilen die Applikation besteht, auf knapp 30 Teile. Na dann mal los und den Überblick bitte nicht verlieren. Das hier wird die Vortasche. Dazu gibt's 2 Seitenteile. Der Korpus braucht auch 2 Seitenteile. Das hier wird später mal der Griff. Das sind die Schulterpolster bzw. die Verbreiterung für die Riemen, für die Schulterriemen. Und das sind sie, die passenden Schulterriemen. Für ein paar kleinere Teile hat Lena noch eine zweite Stanzmaschine im Einsatz. Diese ist auf diesen 3,2 cm Stahl ausgerichtet. Die kann man nicht in der Höhe verstellen. Diese Maschine, der ist es egal, wie groß die Form ist, wie hoch. Die stoppt bei einem bestimmten Druck. Und Teile, die wir aus flacherem Stahl haben, stanzen wir an der Maschine, weil die erkennt, wann sie aufhören muss zu drücken. Ohne diese kleinen ovalen Teile wäre der Lederranzen überhaupt nicht tragbar. Das sind Verstärkungen und für Riemenaufhängungen und die Griffaufhängung. Und da brauche ich pro Ranzen 6 Stück. Die Innentasche wird aus weichem Leder gemacht. Weil sich das als Innentasche besser in den Ranzen einfügt. Und es ist leichter, weil es viel weniger Materialstärke hat und viel weniger Eigengewicht. Und das ist beim Ranzen ja auch immer wichtig, dass der möglichst leicht wird. Mit der Innentasche fangen nach der ganzen Stanzerei nun endlich auch die Näharbeiten an. Die erste Naht dient vor allem der Optik. Damit oben die Kante sauberer aussieht, nähe ich die einfach um. Dann sieht das später so aus im Ranzen. Das hier ist so eine kleine Aufsatztasche, da kommt, wir nennen es Stifteteil, da kann man einen Stift einschieben und noch so ein kleines Extrafach zum Beispiel für die Fahrkarte oder irgendwas, was man gerne da rein tun möchte. Das ist so ein kleines Extrafach und hier kann dann der Stift rein. Und natürlich ganz wichtig, darf in keiner Tasche fehlen, unser Logo bzw. unsere Webadresse. Apropos Adresse. Die Lederwerkstatt der Familie Schmelzer besitzt eine durchaus spektakuläre Lage. Die Gensmühle bei Martinstein an der Nahe ist eine alte Ölmühle. Öl wird hier zwar schon lange nicht mehr hergestellt, aber die Mühle nutzt noch immer die Wasserkraft des Flusses. Mit dem Strom aus der Turbine laufen auch die Nähmaschinen der Lederwerkstatt. Im Prinzip ja. Also es wird unten ein Rad angetrieben durch die Wasserkraft. Das wird übersetzt in das Schwungrad und ein Generator macht dann Strom daraus. Ein weiterer Vorteil der Arbeit hier auf der Gensmühle: die Pausen. Die sind nämlich mal richtig schön. Eigentlich ist das hier so einer meiner Lieblingsplätze.
Verständlich, aber genug der Pause, der Schulranzen ruft. Nach dem Zuschneiden werden bestimmte Lederstücke mit einer Spaltmaschine dünner gemacht. Leder lässt sich viel besser falten und knicken, wenn es dünner ist. Und für manche Zwecke ist es, hier wird der Griff beispielsweise, und das ist schöner, wenn der aus dünnerem Leder ist. Aber damit es richtig passt, mache ich das aus einem Leder und mache es halt dafür im Nachhinein dünner. Und das, was ich abgeschnitten habe, ist dieses Teil. Also das war vorher das so zusammen und die Maschine hat das dann in 2 Lederstücke geteilt. Millimeter genau, in der richtigen Dicke kann ich mir das zurechtschneiden. Auch die Halterungen für den Griff werden dünner gemacht. Mit diesem Schritt sind die Vorbereitungen aber noch nicht abgeschlossen. Als nächstes kommt eine Maschine zum Einsatz, mit der die Kanten bestimmter Teile geschärft werden, damit sie sich beim Zusammennähen besser ineinander fügen. Das heißt, ich habe jetzt hier am Rand ein bisschen Leder weggenommen. Dadurch wird das Leder hier besser biegsam und die Kante wird nicht ganz so dick, weil sie etwas dünner wird. Und das mache ich jetzt mal noch bei ein paar anderen Teilen. Der nächste Schritt hat mit der eigentlichen Funktion des Lederranzens nichts zu tun, ist aber trotzdem irgendwie wichtig. Die künftige Besitzerin hat sich als Verzierung einen Fliegenpilz gewünscht. Den macht Lena selbstverständlich auch aus Leder. Natürlich braucht ein Fliegenpilz einen roten Kopf. Und deswegen hole ich jetzt rotes Leder und schneide den Kopf aus. Und was ein richtiger Fliegenpilz außerdem noch braucht, sind weiße Punkte. Die bekommt er mit einem passenden Locheisen verpasst. Und schon ist der Lederpilz fertig und wird mit einem doppelseitigen Klebeband fixiert, damit er beim Aufnähen nicht verrutscht. Das Aufnähen eines Fliegenpilzes auf einen Lederranzen ist eine Kunst für sich. Das Schwierigste an der ganzen Geschichte, das lange Teil immer unter der Maschine durchzubringen. Ein kleiner Hund mit Knochen ist im Prinzip noch etwas aufwendiger als der Fliegenpilz, aber trotzdem kein Problem für Lena. Und das macht mir unheimlichen Spaß, wenn ich Formen aufnähe, die nicht so ganz klar sind, dass ich einfach ein bisschen mit der Nähmaschine spielen kann, ein bisschen mit den Farben spielen kann, mit den Formen spielen kann. Das mache ich unheimlich gerne. Manchmal erschrecke ich mich dann auch selber, dann bin ich wieder wach. So ein Knochen ist natürlich jetzt auch eine undankbare Form, weil der unheimlich klein ist und viele Wendungen hat. Egal welche Form, nichts scheint unmöglich.
Die Vorlagen stammen oft von den Kindern selbst. Aus Wachsmalbildern werden Lederbilder. Die bunten Applikationen auf den Lederranzen sind Lenas Spezialität. Also das hat sich so in den letzten Jahren entwickelt, dass wir farbige Ranzen machen und dass die Leute sich auch die Farben und die Farbkombinationen selber aussuchen können. Und zusätzlich mit den Bildchen drauf ergibt sich dann einfach auch ein modernerer Lederranzen als die ganz klassischen in hellbraun. Wie die früher aussahen, schauen wir uns noch mal an. Der hier wurde der Lederwerkstatt irgendwann geschenkt. Er stammt wahrscheinlich aus den 60er Jahren. Braun, einfach, schmale Riemen. Das war's. Also mit solchen Trägern würde kein Kind heutzutage mehr losgehen. Da würden die Kinder schreien und sagen, ihnen wird die Schulter abgeschnitten. Das ist heutzutage schon alles wesentlich komfortabler. Aber dafür auch etwas aufwendiger in der Herstellung. Als nächstes markiert sich Lena die Stellen, an denen sie das Leder verstärken muss. Die Klappe des Ranzens und vor allem die Oberseite werden später stark belastet. Und damit der Griff, wenn das ganze Gewicht des Ranzens an einem Punkt hängt, beziehungsweise an den 2 Nietpunkten, verstärken wir das mit einer Schiene, mit einer Metallschiene. Auch da nehme ich die Mitte. Und markiere mir die Punkte, wo die Nieten hinkommen. Durch die Löcher kommen die Nieten und der Griff wird dann später von außen vernietet. Jetzt fixiere ich das, damit mir das beim Nähen nicht wegrutscht, mit einem Kleber. An der vorderen Kante der Klappe und über der Metallschiene bringt Lena zur Verstärkung Lederstreifen an. Hier kommt die Innentasche rein. Der Lederkleber braucht nach dem Aufbringen etwas Zeit, um einzuziehen. Zeit, die Lena für andere Arbeitsschritte nutzt. Das hier wird der Ledergriff. Und damit der stabil genug ist, lege ich ein anderes Leder in die Mitte und klebe das so ein. Da muss ich auch noch ein bisschen vorbereiten und muss das auch hier anschärfen. Wenn ich das nicht machen würde, würde der Kleber da nicht halten und dann hätte ich es schwierig beim Nähen. Und dann muss das auch ziehen. Kann aber in der Zwischenzeit schon diese Teile, die sind fertig gezogen, kann ich die schon einkleben. Auch auf die Seitenteile des Korpus kommen Lederstücke zur Verstärkung. Wenn der Kleber das Leder durchscheinen lässt, ist er ausreichend gezogen. Der Ledergriff kann weiterverarbeitet werden. Jetzt ist der Griff fertig zum Vernähen. Mittlerweile können die Verstärkungen für den Korpus aufgeklebt werden.
Und auch die Innentasche ist soweit. Alles, was übersteht, schneide ich ab. Wenn alle Vorbereitungsarbeiten sauber ausgeführt sind, ist das Vernähen eigentlich ein Kinderspiel. Naja, fast. Noch ist der Korpus nicht mit den Seitenteilen verbunden und bleibt auf den ersten Blick ein langes Stück Leder. Weiter geht es mit dem nächsten Bauteil. Das ist jetzt die Vortasche. Da kommt jetzt auch erstmal oben nur eine Ziernaht dran. Um einen Lederranzen zu nähen, braucht man schon eine etwas stärkere Maschine. Eine normale Haushaltsnähmaschine wäre bei mehreren Lederschichten heillos überfordert. Ja, also man sagt Industriemaschine, die wird auch viel genommen für so Sattlerarbeiten wie in der Autosattlerei oder sowas, LKW-Planen. Für sowas wird diese Maschine üblicherweise verwendet. Oder halt Leder. Die Vortasche wird mit den Seitenteilen verbunden, um ihr Tiefe zu geben. Danach kann auch sie auf den Korpus aufgenäht werden. Damit ich die richtige Position finde, wo die Vortasche hinkommt, habe ich hier 2 kleine Markierungspunkte. Da setze ich an mit meiner Naht und da ende ich mit meiner Naht. Zur besseren Stabilität werden alle Ränder doppelt vernäht. Als nächstes müssen die Befestigungen für die Riemen angenietet werden. Auch hier sind die Punkte, wo ich mit den Befestigungen ansetze, sind vormarkiert. Das wird schon während dem Stanzen mit markiert. Das haben wir einmal festgelegt und so kann ich jetzt, ohne nachmessen zu müssen, Löcher reinhauen. Durch die vorgestanzten Markierungspunkte geht tatsächlich alles recht zügig. Den Tragering mit einer Lederlasche befestigen. Die Nieten einsetzen. Und schon kann die Halterung vernietet werden. Wichtig ist, dass die Nieten gerade eingesetzt werden, damit sie richtig sitzen. Sie müssen schließlich später einmal viel Gewicht tragen. Mit den vorbereiteten Lederlaschen werden 2 weitere Aufhängungen für die Unterseiten der Riemen angenietet. Damit sind alle Halterungen für die Riemen am Ranzen befestigt. Das ist der Griff und weil der ja stark belastet ist, wird er noch mit Metallteilen verstärkt. Diese Metallstücke werden mit den vorbereiteten Abdeckungen aus Leder kaschiert. Da habe ich unten die Niete, schiebe die da durch. So, dann kommt der Kopf da drauf. Dann kann ich es hier an der Presse verpressen. So. Und dann ist das stabil. Die Löcher für die Griffbefestigung müssen noch durch die aufgenähte Lederabdeckung geschlagen werden.
Und auch hier kommen jetzt Nieten rein, um den Griff mit dem Ranzen zu verbinden. Und auch diese Nieten verstärkt Lena noch mit Metall, das sie dann wiederum mit Lederabdeckungen versteckt. Mit der Lederwerkstatt ist Lena quasi aufgewachsen. Eine Ausbildung zum Feintäschner, wie der Beruf korrekt heißt, hat sie aber nicht gemacht. Also als ich im lehrfähigen Alter war, konnte ich mir nicht vorstellen, in diesem Betrieb bei meinen Eltern mitzuarbeiten. Aber zum Glück hat sich ja meine Meinung dann geändert. Ich fühle mich auch berufen. Also es war irgendwie so, ich finde es auch wichtig, dass das einer von uns Kindern weiterführt. Und ja, zum Glück hatte ich das Glück, dass ich diejenige sein darf. Ihre Eltern haben die Lederwerkstatt gegründet. Aber auch ihr Opa hat dort mitgearbeitet. Sie ist also schon die 3. Generation. Das ist was Schönes. Also es ist mir bewusst, wie besonders das ist. Und also ich feiere das auch und bin da richtig froh drum, dass es so ist. Und auch die Zeit mit dem Opa, die wir hier zusammengearbeitet haben, war richtig toll. Er hat mich gelehrt, wie sorgfältig man arbeiten muss, dass die Verschlüsse gut funktionieren, dass die Nieten sauber verarbeitet sind, dass die nicht verbogen sind. Also von ihm habe ich sehr viel Sorgfalt und Geduld gelernt. Inzwischen arbeitet der Opa nicht mehr mit. Nee, der ist jetzt 100, der ist jetzt in Rente. Seit 2 Jahren aber erst. Ein Beruf, der offensichtlich jung hält. Als nächstes werden die Seitenteile der Vortasche eingeleimt, um sie endgültig mit dem Korpus zu verbinden. Dann kann das in Ruhe vor sich hinziehen. Und ich mache jetzt noch Seitentaschen und dazu habe ich ein festes Format, 22 x 22 cm, und die schneide ich jetzt aus. Bei dem Ranzen, den ich jetzt gerade mache, ist die Besonderheit, dass die sogar 2 seitliche Außentaschen wollen. Üblicherweise machen wir immer nur eine. Und dieser Ranzen wünscht sich noch eine zweite. Beim Zuschnitt kann auch ein kleiner Deckel manchmal eine große Hilfe sein. Also es ist viel einfacher, eine Rundung mit einer Führung zu schneiden, als die freihand zu schneiden. Deswegen behelfen wir uns für alle möglichen Rundungen mit alte Gurken. Milchdeckel ist ganz beliebt bei uns. Das ist so ein Getränkedeckel. Von den Milchflaschen, die Deckel benutzen wir ganz oft. Auch bei den Seitentaschen werden die oberen Kanten umgenäht. Ist stabiler und sieht besser aus. Danach werden die Seitenteile angeschärft, um sie mit den Taschen zu verkleben. Eine gute Gelegenheit, endlich mal zu fragen, welchen Kleber Lena eigentlich benutzt. Das ist ein lösemittelfreier Latexkleber. Also es ist ein Lederkleber, aber er stinkt nicht. Und das macht es sehr angenehm. Weil üblicherweise sind Lederkleber immer sehr lösemittelhaltig und das ist auf Dauer unangenehm. Und mit dem kommen wir gut klar. Außer, dass er halt immer seine Trocknungszeiten hat, die muss man ihm dann geben. Und die Vortasche hatte jetzt ausreichend Trocknungszeit. Und dann klebe ich jetzt mal die Vortasche an ihre richtige Position. Und dazu fange ich oben an, dass es oben bündig ist. Und nach unten kann ich es dann verziehen. Und schon ist es ein Fach geworden. Um das Tragen später noch angenehmer zu machen, sollen die Riemenverbreiterungen mit Filzunterlagen gedämpft werden. Vor dem Vernähen bestreicht Lena auch diese Teile mit dem Leim. So, mittlerweile sind die seitlichen Fächer ausreichend gezogen und ich kann damit beginnen, die einzukleben. Ich habe mir markiert vorhin,
wie hoch die Tasche geht. Da setze ich an. Und dann, ich halte es immer mit dem Zeigefinger so ein bisschen hoch, bevor ich es andrücke, damit ich es stauche. Das Teil ist ja viel größer als die Unterlage, die Aufsatztasche, damit die Tiefe bekommt. Und deswegen muss ich schön hier stauchen und einhalten. Aber möglichst so, dass keine Falten entstehen. Aber ganz ohne Falte kriege ich es nicht hin. Fast. Kein Problem. Der Rest verhämmert sich, sozusagen. Nur die Stoßkanten der Taschen werden jetzt mit den Seitenteilen vernäht. Die eigentliche Naht kommt später. Weil ich das ja gleich, wenn ich den Ranzen zusammengebaut habe, mitnähe. Und wenn ich da jetzt drumherum nähe, das treffe ich nie wieder. Das sieht dann eher unordentlich aus. Und hier ist so eine Stolperstelle, deswegen fixiere ich die zusätzlich. Also eine Stolperstelle für die Nähmaschine. Dass die Nähmaschine stolpert, will natürlich keiner. Deswegen leimt Lena den Korpus und die Seitenteile vor dem endgültigen Zusammenbau besonders gründlich ein. Jetzt ist wieder Warten angesagt, bis der Leim getrocknet ist. Zeit genug, die Riemenpolster zusammenzunähen. Und schon mal die Verschlüsse an die Riemen zu nieten. Dann ist der Kleber ausreichend gezogen und Lena kann endlich den Korpus mit den Seitenteilen verbinden. Ein spannender Moment, denn jetzt wird aus all den kleinen Einzelteilen ein großer Ranzen. Und der ist damit fast fertig zum Vernähen. Aber damit ich das gleich beim Nähen alles gut hinkriege und der Kleber auch ausreichend haftet, drücke ich das jetzt hier mit viel Kraft nochmal zusammen und biege das auch in die Richtung, in die ich es haben will. Das heißt, ich gebe dem jetzt eine klare Kante, dass die Nähmaschine da immer einigermaßen im rechten Winkel drauf trifft, also die Nadel. Also da gebe ich richtig Druck drauf, also ich drücke richtig fest, damit es auch noch ein bisschen schmaler wird, dass das nicht ganz so dick bleibt, wie es gerade ist. Jetzt gucke ich, der Ansatz ist auf beiden Seiten gleich. Es sieht alles gerade aus, es sieht alles gut aus. Also können wir ihn zusammennähen. Jetzt kommt diese hinterliche Stelle, das obere Teil von der Seitentasche. Aber ich habe es gut geschafft, ich bin drüber. Aber das war natürlich nicht die letzte heikle Stelle. Und das hier ist eine sehr belastete Stelle am Ranzen. Das ist da, wo das Seitenteil in den Rücken übergeht und deswegen nähe ich die doppelt.
bin ich hier wieder an der Stelle, die ich eben auch schon mal erwähnt hatte, an der anderen Seite. Da nähe ich noch mal 2 Stiche zurück, einfach um die Naht zu stabilisieren. Und dann ist es soweit. Die Maschine rattert über die letzten Zentimeter. Lena hat 4 Lagen Leder komplett miteinander vernäht. Allerdings kann es durchaus sein, dass sie noch einmal nacharbeiten muss. Manchmal, wenn es zu dick ist, das Leder, dann setzt es Stiche aus. Dann klappt es manchmal mit den Knötchen nicht, aber es sieht alles sehr gut aus. Super, hat geklappt. Na prima. Dann ist das der nächste Arbeitsschritt. Die Kanten werden angeschliffen, um sie zu glätten und den überschüssigen Kleber zu entfernen. Wenn das erledigt ist, sieht der Korpus schon fast perfekt aus. Jetzt müssen die Kanten noch gebrochen werden, damit sich der Ranzen später auf dem Schulhof sehen lassen kann. Ich habe das gerne, wenn das sauber aussieht und nicht gestümpert. Aber auch bei dieser kleinen kosmetischen Arbeit gibt es ein paar Stolperfallen. Das ist das weiche Leder, wenn das so krumpelig in Kurve gelegt ist, geht es unheimlich schwer, ordentlich abzukanten. Jetzt kann ich die Verschlüsse montieren und dann ist schon fast fertig. Vielleicht ein guter Moment, um mal zu fragen, was so ein echter Lederranzen eigentlich kostet. Also unsere Schulranzen sind ja Bausätze. Das heißt, wir haben einen Basispreis sozusagen und dann je nach Ausstattung kommen dann immer Aufpreiskosten hinzu. Und das geht los bei 160 €, was für einen Ranzen nicht viel ist, und endet im Unermesslichen, je nachdem, wie viel Applikationen ich drauf nähe und wie viel Zeit ich da rein verdinge und wie lange das dauert. Und ich habe mir jetzt die Stellen markiert, wo die Krampe durchkommt, und das haue ich einfach mit dem Schraubenzieher durch. Tut fast ein bisschen weh nach all der Arbeit mit dem schönen Leder. Aber die Verschlüsse müssen ja schließlich irgendwie dran und sie müssen richtig sitzen. Das funktioniert mit Hilfe der Krampen an diesen Metallplatten. Nach dem Umbiegen müssen sie noch flach gehämmert werden, damit keine Kanten herausstehen und sich niemand daran verletzen kann. Jetzt fülle ich den Ranzen, um zu simulieren, als wäre er beladen. Und so muss ich ja dann anpassen, wo die Verschlüsse richtig sitzen. Durch leichtes Andrücken bekommt Lena Markierungen im Leder. Und die messe ich jetzt nach und richte sie aus. Also das sind 44 und 102 ungefähr. Hier sind es auch 102, aber 48. Also mittel ich das und gehe auf 45. Und da ist das nur ganz gering. Muss ja alles gerade sein, damit die Verschlüsse auch richtig schließen. Mit den ermittelten Werten drückt sie die Krampen noch einmal ins Leder. Und dann markiere ich mir die richtigen Punkte, dass ich nicht in die falschen klopfe. Ist alles schon passiert. Und das wäre echt schade.
Sind die Löcher drin, werden die Verschlüsse mit den Gegenplatten eingebaut. Also das ist der Verschluss, der kommt ja dann durchs Leder und dann kommt hinter das Leder kommt diese Gegenplatte und dann verbiege ich die Spitzen und dann hält das. Und zuerst biege ich die jetzt mal so einfach ein und dann kommt der Test. Und wenn es dieses Geräusch macht, hat es geklappt. Es muss klacken und es muss ohne Probleme auf und zu gehen. Dann kann ich es jetzt noch mal festklopfen. Prima. Dann fehlt nur noch eine Kleinigkeit, die jeden Schulranzen von einer einfachen Aktentasche unterscheidet. So, und jetzt zu guter Letzt kommen die Riemen an den Ranzen. Genau. Und das ist eine vergleichsweise einfache Übung, denn die sind ja schon soweit vorbereitet. Auch die Riemenpolster sind schon fix und fertig. Das Ganze muss nur noch angebracht und am Tragering vernietet werden. Blöd nur, wenn der Stift nicht durchs Loch passt. Das geht so nicht, da muss ich mir behelfen und das noch mal nachhauen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Der alte Handwerkerspruch passt mal wieder. Genau wie der Stift. Der Riemen kann vernietet werden. Und die andere Seite passt sogar auf Anhieb. So, da ist der fertige Schulranzen. Was brauchen Ranzen mehr als Rückenträger, ein Handgriff, was Reflektierendes zur Sicherheit und natürlich viel Raum. Und leicht muss er sein. Und die sind wirklich für Lederranzen ausgesprochen leicht. Es konkurriert etwa oder kann mithalten mit den konventionellen Ranzen, aber die haben viel, viel mehr Fächer und sind viel üppiger ausgestattet. Unsere sind ja wirklich materialreduziert, um das Gewicht niedrig zu halten. Dafür sind sie aber deutlich langlebiger als Ranzen aus Kunststoff. Also das auf jeden Fall. Der hält im Prinzip für immer. Also man kann mal eine Naht nachnähen oder es geht mal eine Niete kaputt oder die Riemen müssen verlängert werden, aber vom Grundding her hält der für immer. Also ich habe meinen immer noch. Nicht in täglicher Benutzung, aber ich habe ihn noch, ja. Die Frage ist nur, wo? Mal schauen, ob wir ihn finden. Auf dem Dachboden. Hinter einem Holzregal versteckt er sich. Er müsste ein bisschen entstaubt werden, aber ansonsten, das ist er. Genau, und ich wollte dann irgendwann die Katzenaugen nicht mehr haben. Habe mir noch ein zusätzliches Fach aufsetzen lassen und andere Verschlüsse dran machen lassen. Der alte Schulranzen hat viel mitgemacht und dabei an Patina gewonnen. Hallo, ich wollte meinen neuen Ranzen abholen. Hallo. Trotzdem zieht Pauline den neuen bunten Schulranzen mit dem Fliegenpilz vor. Der ist schön. Der ist schön. Zieh mal an. Und, wie fühlt er sich an? Gut. Super. Vielleicht wird sie den Lederranzen nicht bis zum Abitur tragen, könnte sie aber. Denn nachhaltiger und langlebiger ist kaum ein anderer Ranzen als dieser, in dem so viel Handwerkskunst steckt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.